Hallo Leute, ich bin Herr Müller, euer Lehrer von Schulwissen to go. Stellt euch vor, ihr geht morgens in den Laden und wollt euch etwas kaufen. Aber ihr stellt fest, dass das Essen plötzlich das Doppelte oder sogar das Dreifache kostet. Wäre das nicht verrückt? Aber genau das ist in Deutschland im Jahr 1923 passiert. Das nennt man Hyperinflation. Was die Ursache war, wie es dazu kam und welche Folgen das für die Menschen hatte, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Los geht's! Die Gründe für die Hyperinflation waren alles andere als einfach. Es gab mehrere Faktoren, die sich über Jahre hinweg aufgestaut haben. Zum einen der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918. Der Erste Weltkrieg war teuer und Deutschland hat sich dafür stark verschuldet. Um die Kriegskosten zu decken, druckte die Regierung einfach Geld, ohne es durch tatsächliche Werte zu stützen. Das führte bereits zum ersten Anzeichen von Inflation, also einem langsamen Wertverlust des Geldes. Der zweite Grund war der Versailler Vertrag von 1919. Nach dem Krieg mussten die Deutschen im Versailler Vertrag hohe Reparationszahlungen an die Siegermächte leisten. Diese Zahlungen mussten in Gold oder anderen Währungen erfolgen, aber das war für Deutschland unmöglich. Also druckte man weiterhin mehr Geld, um diese Zahlungen zu leisten, was das Problem noch schlimmer machte. Der dritte Grund war die Besetzung des Ruhrgebiets von 1923. Im Januar 1923 besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, um Deutschland zur Zahlung der Reparationsforderungen zu zwingen. Die deutsche Regierung rief zu einem passiven Widerstand auf. Das bedeutet, die Arbeiter gingen nicht mehr arbeiten. Dadurch blieb die Industrieproduktion aus und das führte wiederum dazu, dass noch mehr Geld gedruckt werden musste, um diesen Widerstand zu finanzieren. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wird es bei mehr Geld und weniger Produktion nicht besser, sondern trieb die Inflation in eine Hyperinflation. Die Auswirkungen der Hyperinflation waren innerhalb weniger Monate dramatisch. Es gab einen regelrechten Geldsturz, der alles auf den Kopf stellte. Zum einen ging der Geldwert rapide runter und es gab tägliche Preissteigerungen. Anfang 1923 konnte man noch mit ein paar Mark etwas anfangen. Aber schon im Sommer nahm die Inflation richtig Fahrt auf. Im Hochsommer 1923 stiegen die Preise fast stündlich. Ein Beispiel. Im Juni 1923 konnte man für 1 Mark noch ein Brötchen kaufen. Im Oktober 1923 musste man dafür schon 200 Milliarden Mark hinlegen. Die Menschen mussten mit Koffern voller Geldscheine einkaufen gehen und das war kein Spaß. Hinzu kam, dass die Menschen kein Vertrauen mehr in das Geld hatten. Die Reichsmark war quasi wertlos geworden. Die Menschen tauschten lieber in Lebensmittel, ausländische Währungen oder andere Sachwerte. Banken gingen pleite und es war fast unmöglich, einen Kredit zu bekommen. Der Wert des Geldes fiel immer weiter und das Vertrauen in das System war nahezu zerstört. Die Hyperinflation hatte weitreichende Folgen, die das Leben der Menschen massiv veränderten. Es kam zum einen zu Armut und Verzweiflung. Die meisten Deutschen verloren ihr gesamtes Erspartes. Wer sein Leben lang gespart hatte, sah plötzlich, wie das Ersparte durch die Inflation wertlos wurde. Rentner, die auf eine sichere Altersvorsorge hofften, standen auf einmal vor dem Nichts. Viele waren auf Lebensmittelspenden angewiesen. Durch die Hyperinflation wurde das Wirtschaftssystem fast zerstört. Geschäftsinhaber konnten kaum noch arbeiten, weil niemand mehr im Markt bezahlen konnte. Die Industrie lief nicht mehr und Arbeitslosigkeit stieg auf dramatische Werte. Zudem sorgte die Hyperinflation für politische Instabilität. Durch die wirtschaftliche Notlage und die Verzweiflung vieler Menschen wuchs der Unmut. Einige radikale Parteien, darunter auch die Nationalsozialisten, gewannen an Einfluss, weil sie versprachen, das Land aus der Krise zu führen. Dies trug zur politischen Instabilität bei und legte den Grundstein für viele spätere Probleme in der Weimarer Republik. Die Hyperinflation von 1923 hat uns eine wichtige Lektion erteilt. Wenn das Vertrauen in eine Währung zerstört wird, kann das ganze Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Geld verliert nur dann seinen Wert, wenn es mit etwas Konkretem gedeckt ist, sei es durch Waren, Dienstleistungen oder stabile politische Verhältnisse. Diese Krise zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Regierungen in Zeiten von Not und Druck einfach Geld drucken, ohne sich um die langfristigen Folgen zu kümmern. Für uns heute bleibt die Hyperinflation eine warnende Erinnerung daran, wie wichtig es ist, ein stabiles und vertrauenswürdiges Wirtschaftssystem zu haben und wie schnell das Vertrauen in unser Geld verschwinden kann, wenn wir nicht vorsichtig sind.
Die Hyperinflation war das Resultat von Krieg, Reparationszahlungen und politischen Krisen. Sie führte zu einer dramatischen Geldentwertung und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschen und die Gesellschaft. Wer das Vertrauen in Geld und Wirtschaft verliert, riskiert den Zusammenbruch eines Systems. Das sollte für uns eine wichtige Lehre sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's mit dem Video über die Hyperinflation von 1923. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da. Und falls du Fragen oder Anmerkungen oder du gerne ein Video über ein bestimmtes Thema sehen möchtest, dann schreib es gerne in die Kommentare. Bis bald, dein Herr Müller.